Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Aus den Gründen, die ich euch vorgestern in meinen Videos genannt habe, gibt es diese im Moment nur zweitägig. Heute beschäftige ich mich mit dem Hossbach-Protokoll, das eine wesentliche Rolle beim Nachweis der Planung von Angriffskriegen durch Hitler spielt. Es handelt sich hierbei um die Niederschrift von Hitlers damaligen Wehrmachtsadjutanten Oberst Friedrich Hossbach über eine Besprechung mit politischen und militärischen Führern am 5. November 1937 in der Reichskanzlei. Hitler unterrichtete dabei seine Gesprächspartner über seine Pläne zur Lösung der deutschen Raumfrage. Nach der Mainstream-Historie ist das Hossbach-Protokoll das eindrucksvollste und aufschlussreichste Zeugnis über die Konferenz in der Reichskanzlei, im Verlaufe deren Hitler den Anwesenden die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Erweiterung der Außenpolitik aufzeigte und forderte, dass seine Ausführungen im Falle seines Ablebens als seine testamentarische Hinterlassenschaft anzusehen seien. Das Protokoll dieser Sitzung zeigte gegen Ende des Jahres 1937 eine Klärung der Politik der NS-Regierung. Österreich und die Tschechoslowakei sollten mit Gewalt erworben werden. Sie würden Lebensraum gewähren und die militärische Lage Deutschlands für künftige Aktionen verbessern. Für die Ankläger in Nürnberg und für die Historie war und ist dieses Schriftstück von ungeheurer Bedeutung. Daraus ging für die Anklage und für die meisten Historiker heutzutage zweifelsfrei, merkt euch das, zweifelsfrei hervor, dass Hitler bereits 1937 Angriffskriege plante. Bis heute wird das Hossbach-Protokoll dafür als unwiderlegbares Beweisstück angesehen und eifrig verbreitet. Doch meine Erfahrungen in den letzten 45 Jahren zeigen, wenn die Mainstream-Historie etwas in diesem Maße pusht, ist immer Vorsicht geboten. Deshalb recherchierte ich über die Entstehung und über die Verwendung jenes angeblichen Superdokuments, das das Testament Hitlers darstellen und seine Kriegslüsternheit beweisen sollte. Deshalb die Wahrheit über das Hossbach-Protokoll. Verschwiegen wird im Allgemeinen Folgendes. Die Hossbach-Niederschrift ist ein von Friedrich Hossbach nachträglich angefertigtes Protokoll einer von Hitler am 5. November 1937 anberaumten Konferenz. Hossbach hatte dies an Eidesstadt selbst erklärt. Es gab in dem Affidavit ausdrücklich an, dass er sich bei der Besprechung keine Notizen gemacht und er die Niederschrift erst einige Tage später vorgenommen hatte. Wie sich aus dem Dokument ergab, hatte Hossbach Hitler dieses Protokoll zweimal zum Lesen vorgelegt, aber Hitler hatte abgelehnt, es abzuzeichnen. General Hossbach erinnerte sich nicht, ob er das Protokoll Generaloberst von Fritsch vorgelegt hatte, sicher aber Generaloberst Beck. Hossbach gab weiter an, dass dieses Protokoll von den Teilnehmern an der Besprechung nicht unterzeichnet worden war. In der eidesstattlichen Erklärung von Hossbach im Nürnberger Prozess hieß es auf Seite 1, am Ende des 3. und des 4. Absatzes, ich zitiere: Der Inhalt der Niederschrift ist durch keinen Sitzungsteilnehmer durch Namensunterschrift anerkannt. Auf welche Weise eine oder mehrere Schreibmaschinenabschriften meiner einmaligen handschriftlichen Niederschrift zustande gekommen sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Anlässlich der Vernehmung am 13., 14. und 15.03.1946 habe ich aufgrund der mir vorgelegten Fotokopie der Auffassung Ausdruck gegeben, dass ich nicht mehr mit Sicherheit sagen könne, ob es sich bei der Fotokopie um eine genaue, wörtliche Wiedergabe meiner Niederschrift handelte, dass ich jedoch nach Inhalt, Abfassung und Stil in summa eine Wiedergabe meiner eigenen Niederschrift als vorliegend annehmen müsse und dass beim Lesen bzw. Vorlesen der Fotokopie mir Stellen des Inhalts erinnerlich wurden, andere mir nicht oder nur ungenau erinnerlich geblieben seien. Zitat Ende.
Damit gab der Verfasser dieses von der Anklage in Nürnberg und von vielen Historikern als Hauptbeweismittel eingeführte Protokoll, nämlich Hossbach selbst, zu, dass er diese Niederschrift erst einige Tage später aus dem Gedächtnis gemacht habe. Hitler es ablehnte, das Protokoll zu unterzeichnen. Auch kein Sitzungsteilnehmer den Inhalt des Protokolles anerkannte. Hossbach sich nicht erklären konnte, wo plötzlich mehrere Schreibmaschinenabschriften seiner einmaligen Niederschrift herkamen. Hossbach selbst nicht sicher war, ob die Kopie, die man ihm von Seiten der Alliierten zeigte, tatsächlich seine Niederschrift war. Hossbach sich an einige Stellen in den ihm gezeigten, angeblich von ihm verfassten Niederschrift nicht erinnern konnte und dass diese Niederschrift von niemandem, der bei der Besprechung dabei war, autorisiert worden war. Die Hossbach-Niederschrift ist von niemandem überprüft worden. Sie beinhaltet eine subjektive Darstellung des Verfassers, was keine Gewähr für die Richtigkeit des Geschehensablaufes darstellt. Hossbach hat lediglich in summa den Inhalt der von ihm, von den Amerikanern vorgelegten Abschrift bestätigt, eine wortwörtliche Übereinstimmung mit seinem Original aber abgelehnt. Die Hitler in den Mund gelegten Äußerungen müssen also nicht zwingend stimmen. Eine wortgetreue Wiedergabe nach 5 Tagen scheint kaum möglich zu sein. Jeder Leser ist aufgefordert, diesen Selbstversuch zu machen und jeder Zuschauer auch. Hossbach selbst gab an, dass er das einzige Exemplar seiner Niederschrift an den Reichskriegsminister von Blomberg übergeben hatte. Das einzige handschriftliche Original der Hossbach-Niederschrift ist und bleibt jedoch verschollen. Die von der amerikanischen Armee erbeutete Schreibmaschinenabschrift ging während den Vorbereitungen zum Nürnberger Prozess plötzlich verloren. Was vorlag, war lediglich eine Fotokopie von einer von ihnen zuvor hergestellten, aber nicht beglaubigten Mikrofilmaufnahme, ein Dokument also aus 4. Hand. Die Amerikaner legten eine Kopie des Mikrofilms vor, kein Original, keine Abschrift, kein Mikrofilm, sondern eine Kopie. Im Klartext eine Fotokopie einer nicht authentischen Abschrift des verschollenen Originals. Eine zweite Abschrift existiert, aber auch sie ist kein echtes Beweisstück. Sie ist eine im Auftrag des Obersten Graf Kirchbach hergestellte, von ihm unterzeichnete und den Engländern übergebene Schreibmaschinenabschrift. Sie umfasst 12 Seiten. Aus dem Text dieser Abschrift ergeben sich jedoch einige Fehler, nur 2 Beispiele. So wird anstatt dem Wort Sterilität von Sterilisation gesprochen, was in Hinsicht auf Wirtschaftspolitik überhaupt keinen Sinn machte, und von militärischem Mitzuwachs anstatt Machtzuwachs. Hermann Göring machte in Nürnberg Äußerungen zur Hossbach-Niederschrift, aber zunächst die Frage seines Verteidigers, ich zitiere, Dr. Stammer, sein Verteidiger: Am 5. November 1937 hat in der Reichskanzlei eine Besprechung mit dem Führer stattgefunden, über die von einem Oberst Hossbach eine Niederschrift angefertigt ist, die als Hitlers Testament bezeichnet ist. Sie ist hier wiederholt schon Gegenstand der Verhandlung gewesen und ich bitte um eine kurze Erklärung, welche Bedeutung diese Besprechung hatte. Ich lasse Ihnen dieses Dokument mal vorlegen, vielleicht, dass Sie sich es eben mal ansehen und Ihre Erinnerung danach auffrischen. Dokument 386 PS. Göring: Dies Dokument ist mir hier bereits vorgelegt worden und ich kenne es ungefähr dem Inhalt nach. Dieses Dokument spielt ja in der Anklage eine bedeutende Rolle, da es unter dem Begriff Testament des Führers läuft. Es ist auch tatsächlich an einer Stelle dieses Wort, ich finde sie jetzt nicht so schnell, Testament angeführt von Hossbach. Zum technischen Teil der Niederschrift folgendes: Hossbach war Adjutant des Führers, Chefadjutant. Als solcher war er bei der Sitzung zugegen und machte sich darüber Notizen. 5 Tage später, wie ich festgestellt habe, hat er dann aufgrund dieser Notizen die Niederschrift gemacht. Es ist also eine Niederschrift, die alle Fehler auch enthält, die bei solchen durch wechselnde Stenografen nicht laufend aufgenommenen Niederschriften leicht erfolgen und die auch unter Umständen subjektiven Meinungen des Betreffenden oder Meinungen, wie er sich verstanden gibt, wiedergibt. Es ist eine
ganze Reihe von Punkten drin, das sagte ich seinerzeit schon, die absolut mit dem übereinstimmen, was der Führer wiederholt geäußert hat. Es sind andere Punkte drin, von denen ich sagen könnte, oder Formulierungen, dass sie dem Führer so gar nicht gelegen haben. Ich habe zu viel in den letzten Monaten Niederschriften von Verhören und so weiter gesehen, die zum Teil gar nichts mit dem zu tun hatten oder mit dem Sinn, den man ausgeführt hatte, sodass ich auf diese Fehlerquellen auch hier voll hinweise. Soweit das Wort Testament gebraucht ist, widerspricht dieses völlig der Auffassung des Führers. Denn wenn überhaupt jemand über diese Auffassung Bescheid weiß, so bin ich es. Zitat Ende. Soweit also Göring, der anwesend war und dem man natürlich unterstellen kann, und das tun manche der Nachgeborenen auch, dass er nur seinen eigenen Kopf retten wollte. Doch das ist zu einfach und zu platt. So kann man jegliche Zeugenaussage ad absurdum führen. Auch hier gilt wohl wieder, was Hitler belastet, ist wahr von den Zeitzeugen, was ihn entlastet, ist falsch. Die von der Verteidigung in Nürnberg vorgelegten angeblichen Beweise bestätigten, dass die wichtigsten Dienststellen von dieser Besprechung des 5. November nicht unterrichtet worden waren. Zahlreiche Offiziere befassten sich mit dem Nachweis, dass Aufrüstung und Ausbildung der Wehrmacht den Gedanken an einen Angriffskrieg ausschlossen, was sich aus den Beweisen Nummer 223 bis 225, 220 und 277 ergab. Was die Zuverlässigkeit des Protokolls angeht, so ergibt sich aus dem Affidavit Nummer 210 des General Hosbach klar, dass er den Wortlaut der Rede nicht mitgeschrieben, sondern ihren Inhalt einige Tage später aus dem Gedächtnis heraus schriftlich niedergelegt hat. Wer wüsste nicht vielleicht bei solchen nachträglichen Niederschriften durch die Verwendung eigener Worte oder durch Gedächtnislücken Fehler vorkommen, die den tatsächlichen Vorgang entstellen. Die Hosbach-Niederschrift enthielt zudem Fehler. So viel also zu dem angeblichen zweifelsfreien Dokument der Anklage und der Mainstream-Historie. Ich sage, kein Gericht dieser Welt würde einen solch wackeligen Beweis heutzutage akzeptieren, und doch scheint das Hosbach-Protokoll für die meisten Mainstream-Historiker nach wie vor wie eine Gesetzestafel von Moses zementiert. Alles dazu könnt ihr nachlesen in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 3. Hier sind alle Quellen, auch vom Nürnberger Prozess, angegeben zum Nachlesen. Über das Schmundprotokoll, der nächste Schlüsselbeweis, zweifelsfrei, werde ich ein eigenes Video machen. Bitte empfehlt mich weiter und abonniert mich bei Telegram. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.